friends, you're about to witness what it sounds like when Schaf is talking German. Or should I say Austrian, my native language, which basically is German, but at the same time it's not. It's a same but different kind of thing, language-wise, Austrian, German. Don't forget to enable the subtitles and try to enjoy it. Although I guess there is not too much to enjoy when you're listening to someone talking German or Austrian, whatever. So, here we go. Servus, servus, grüß euch. Mein Name ist Schaf und wir reden heute über dieses Ding hier. Und zwar habe ich bei meinem Q&A, bei meinem Frage- und Antwort-Video ein bisschen das Gefühl bekommen, als ob so circa jede zweite Frage dieselbe war. Und es war immer die Frage nach meinem Motorrad. Warum fahre ich eine CB 500? Warum fahre ich so ein schwaches Motorrad? Und das offensichtlich schon über einen längeren Zeitraum. Was zur Hölle? Ich habe die Frage an und für sich im Q&A-Video beantwortet. Einfacher Grund ist, dass ich mir nichts anderes leisten kann. Und das ist so, ich bin Student, die meisten Studenten haben relativ wenig Geld. Meine Studienkollegen lustigerweise nicht so, ich schon. Also ich keins, sie schon, so. Und wow, da ist noch mehr. Also das ist relativ normal, dass Studenten kein Geld haben. Das ist vielen meiner Zuseher nicht bewusst. Es ist immer dieses Ding, wenn man einen geistigen Horizont hat, ja, von so einem Fiakerpferd. Die Fiakerpferde, das sind die Pferde, die bei uns in der Stadt rumlaufen und die Kutschen hinten sich nachziehen, wo immer Touristen auf der Kutsche oben drauf sitzen, die wahnsinnig unglücklich aussehen. Und das, obwohl sie, keine Ahnung, 70 € für die angeblich schönste Taxifahrt ihres Lebens bezahlt haben. Ich meine, da sollte man doch eigentlich glücklich ausschauen, aber wurscht, vergesst das. Also quasi, wenn Leute diesen geistigen Horizont haben von so einem Pferd mit diesen Scheuklappen auf der Seite, da sieht man nicht besonders gut nach links und nach rechts. Und wenn man da jetzt selbst berufstätig ist und, keine Ahnung, angenommen man verdient seine 2000 € netto im Monat, was schon relativ viel und schön wäre für mich, die können dann nicht nachvollziehen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die mehr oder weniger ohne Geld leben. Und so ein Mensch bin ich, beziehungsweise gebe ich mein Geld für andere Dinge aus, bevor ich mir 10.000 € für ein vernünftiges Motorrad spare. Vor allem diesen Zusehern. Ich glaube, es sind nicht allzu viele. Die meisten meiner Abonnenten sind ziemlich intelligent, was mich sehr freut. Mit diesen Menschen, mit denen kann man sich schön unterhalten. Das macht mir nach wie vor großen Spaß. Aber für diese wenigen Leute, die das noch nicht verstanden haben, warum ich jetzt immer noch so ein Motorrad fahre, bewusst, denen würde ich jetzt empfehlen, ein bisschen zuzuhören, ein bisschen aufzupassen. Ja, also Gründe gäbe es mehrere. Also was heißt Gründe gäbe es? Gründe gibt es viele, Gründe gibt es mehrere. Jetzt habe ich kurz unabsichtlich die Hupe gedrückt. Ich sage einfach mal, das liegt an meinem dicken Handschuh. Ja, wie gesagt, Gründe gibt es viele. Ich muss kurz die Aussicht genießen. Das war der falsche Gang. Ja, Gründe gibt es viele. Ich werde jetzt einfach mal die wichtigsten nennen. Und da ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn ich ein bisschen so mit der Geschichte anfange. Ich habe mir das Motorrad gekauft ich war 18 und 19, es war damals schon klar, dass ich mir kein Auto leisten konnte, sondern ich kann mir ein Motorrad leisten und ein günstiges. Ich wollte unbedingt eine Maschine haben, mit der ich auch längere Distanzen fahren kann, die aber genauso, ja, quasi ein bisschen Spaß bereitet. Ich hatte ein Budget von 1.500 € und ja, viel Auswahl gibt es da halt nicht. Also in meinem Fall war das entweder CB 500, Suzuki GS 500 oder Kawasaki ER5. Ich glaube, es ist eine Kawasaki. Also die GS, die finde ich scheiße, die ist mir zu klein und die rostet angeblich auch relativ leicht. Also war Entscheidung zwischen ER5 und CB 500. Für die CB gab es bessere und mehr Angebote, also habe ich mich für diese CB entschieden. Die bin ich 2 Jahre mal gedrosselt gefahren, also ganz legal, sogar mehr als legal. Ich hatte nämlich eine alte Drossel, das heißt, sie war noch auf 27 PS gedrosselt, statt der erlaubten 34. Ich bin 2 Jahre lang mit dieser Drossel gefahren, so wie es das Gesetz von mir verlangt hat, weil ich war die 2 Jahre davor, von 16 bis 18 Jahre, mit einem Moped unterwegs, mit meiner alten Vespa. Habe ich alles schon erwähnt in meinem Q&A-Video. Mit der war ich illegal unterwegs, also mit dem roten Tafel, mit dem roten Kennzeichen darf man ja nur 50 Kubik haben. Meine Vespa hatte 102 und ging statt der erlaubten 45 95, Tacho ging nur bis 60, ich weiß nicht so genau. Jetzt hatte ich aber keine Lust mehr darauf, am Motorrad quasi auch immer, damals am Moped bin ich dann immer
mit der Angst im Rücken gefahren. Ja, ich habe ständig wie so ein paranoider Vollidiot in meinen Rückspiegel geschaut, ist Polizei, nein, gut, passt, super. Das wollte ich am Motorrad nicht mehr, obwohl es am Motorrad ganz was anderes ist. Also in Österreich ist es so, sobald du ein weißes Kennzeichen hast, geht dir die Polizei nicht mehr auf die Nerven von wegen, dürfen sie dieses Fahrzeug überhaupt fahren oder ist da irgendwas illegal modifiziert worden? Ich meine jetzt leistungstechnisch, natürlich gehen sie den Zweiradfahrern ordentlich auf die Nerven, wenn es um illegale Modifikationen geht, so wie Blinker. Ja, und ich habe mir dann damals einfach gesagt, darauf habe ich keine Lust mehr, also wie dieser Vollparanoide durch die Gegend zu fahren und ständig in meinen Rückspiegel schauen zu müssen. Dachte mir, ja, es ist ja wahrscheinlich auch fahrtechnisch gar keine so blöde Idee, wenn man mal 2 Jahre lang mit einer gedrosselten Maschine unterwegs ist, denn ich hatte schon Respekt vor Motorrädern, also auch vor so einer CB 500. Ich habe sowieso immer gesagt, ja, unterstehst kannst du dich mit einem Moped auch, also im Sinne von umbringen kannst du dich auf jeden motorisierten oder vielleicht sogar auch unmotorisierten Zweirad. Ich bin jetzt nicht unbedingt der vernunftbegabteste Mensch und habe aber so viel Vernunft in mir, dass ich mir dachte, es wäre vernünftig, wenn ich anfangs mal ein bisschen langsamer machen würde und sprich einfach gedrosselt fahre. Aber in erster Linie war es eigentlich die Angst vor der Polizei, die diese Entscheidung hier beeinflusst hat. Nach diesen 2 Jahren und zahlreichen Nahtoderlebnissen war es dann soweit, dass ich das Motorrad aufmachen durfte, wie es so schön heißt. Das habe ich dann getan und die meisten CB 500 Fahrer, die ich kenne, die fahren jetzt dann 1 Jahr noch mit der offenen Maschine, kosten das aus, dann wird es ihnen aber eigentlich meistens zu langweilig, weil sie sagen, dass die Leistung fehlt. Und ja, ich schätze mal, das wäre bei mir ähnlich gewesen. Also ich bin dann einfach dieses 3. Jahr gefahren, ungedrosselt, hatte einen großen Spaß, die Leistung hat auf jeden Fall vollkommen gereicht. Ja, dann ging halt das Motorradfahren bei mir so in eine interessante Richtung. Einerseits bin ich immer weniger gefahren, weil ich immer weniger Geld zur Verfügung hatte, beziehungsweise mein Geld in Kameraausrüstung und Studium und sonst irgendetwas investiert habe. Und auf der anderen Seite, also obwohl ich quasi immer weniger Motorradfahren gegangen bin, wurde auf der anderen Seite auf einmal der YouTube-Kanal immer größer. Oder was heißt größer? Es hat eigentlich zu der Zeit dann überhaupt erst mal angefangen, dass sich eine Handvoll, ich glaube es waren um die 100, Leute für meine Onboard-Videos interessiert haben. Also diese Onboard-Videos mache ich schon sehr lange und ich hatte auch sehr, sehr früh den Ehrgeiz, in diesen Onboard-Videos anständig zu fahren, weil für mich selbst gab es nichts Schlimmeres, als auf YouTube Onboard-Videos zu sehen. Irgendeine wunderschöne Strecke mit einem wunderschönen Motorrad, wo dann so ein kompletter Vollpfosten am Herumeiern ist. Also, wisst ihr, so, ich habe 200 PS und ich kann gerade so die Kurve erwischen und Hilfe und Vorsicht. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt und da dachte ich mir, naja gut, wenn dich das schon so aufregt, dann musst du das besser machen. Und ja, das habe ich dann halt natürlich auch versucht. Und dann so vor 3 Jahren gab es aber schon eine Zeit, da hätte ich so ein paar tausend Euro zur Verfügung gehabt und hätte mir dann, ja, was weiß ich was, zum Beispiel eine 600er Hornet, eine neuere, kaufen können mit immerhin doppelt so viel PS fast, wie dieses Teil hier. Aber dann kamen andere Gründe ins Spiel, die dann irgendwie noch interessanter waren. Und das heißt, einerseits ist die CB 500 mal historisch bedingt. Ich habe sie mir damals gekauft, weil es gab einfach keine Option für mich, keine andere. Und zu der Zeit, als es dann andere Optionen gegeben hätte oder ich sie mir leisten konnte, da traten dann andere Gründe in den Vordergrund, wo ich mich dazu entschlossen habe, bei der CB zu bleiben. Und auch die zähle ich euch jetzt auf. Es sind nämlich auch verschiedene Gründe. Ich fahre gern schneller Motorrad. Also ich sage jetzt nicht schnell, weil verglichen zu den Leuten, die ich vor allem in diesem Jahr schon wieder mal auf 2 Rädern getroffen habe, ist mein Fahrstil sowas von moderat und angemessen. Ich bin teilweise mit Leuten unterwegs gewesen, wenn ich da so schnell fahre, wie ich kann, dann ziehen die immer noch 3-mal Kreise um mich währenddessen. Also das sage ich auch ganz gerne dem einen oder anderen Zuschauer. YouTube hat mit der Realität nicht unbedingt was zu tun. Und es mag schon sein, dass ich für YouTube-Sphären ein verhältnismäßig flotter Motorradfahrer bin. Aber wenn du an einem x-beliebigen Sonntag eine x-beliebige Motorradhausstrecke in Österreich ansteuerst, dann wirst du sehen, was es heißt, schnell Motorrad zu fahren. Dann wirst du es wirklich sehen. Verglichen dazu ist meine Fahrerei Kindergarten. Also wie gesagt, ich fahre gern schneller Motorrad und dabei ist es aber ein entscheidender Faktor, dass ich kein besonderes Talent fürs Zweirad besitze. Also das stimmt wirklich. Als Kind, als Jugendlicher am Fahrrad, ich war immer der Langsamste. Ich meine jetzt nicht wegen der Kondition, wegen meinen 2 Rosinen, die ich da als Lungenflügel rumhängen habe und auch meine Spargeltarzanbeine. Damit kann man nicht besonders schnell Fahrrad fahren, aber davon rede ich jetzt gar nicht, sondern ich meine jetzt eher so das Bergabfahren
wo es quasi darum geht, also wo man die Kondition mal hinten anstellen kann und wo es einfach nur darum geht, ein gewisses Talent zu haben, sich vor allem auch zu trauen, loslassen zu können, locker lassen und da einfach mal wild entschlossen einen Berg runter zu brettern. Also ich bin immer Mountainbike gefahren. Da war ich de facto wirklich der Langsamste in der Gruppe. Also weil ich habe mich einfach über beide Ohren angeschissen. Also wie gesagt nochmal, ich habe keine speziellen Talente für Zweiräder. Also da ist lange Zeit vergangen, bevor ich überhaupt mal auf anderen Maschinen gesessen bin. Da wurde mir dann relativ schnell klar, hoppla, also CB fahren fühlt sich offensichtlich komplett anders an als jedes andere Motorrad oder ich nenne es jetzt einfach mal ausgewachsene Motorrad. Ich habe dann die endgültige Bestätigung eigentlich erst in der 2015er Saison bekommen, weil ich ein paar Freunde von mir auch mit meiner CB habe fahren lassen. In erster Linie nur natürlich, damit ich mit deren Motorrädern fahren darf. Bike-Swapping nennt man das im Rennfahrer-Englisch. Nein, aber viel wichtiger war, was meine Freunde über die CB500 gesagt haben. Also die sind zurückgekommen von ihrer Testfahrt, wenn ich auf sie gewartet habe. Ich schwöre euch, die hatten vom linken bis zum rechten Ohr einen Grinser aufgesetzt und haben mich quasi angeschrien, na jetzt ist mir alles klar. Ja, im Sinne von, wieso ich so fahre, wie ich fahre, wieso ich so fahren kann, wie ich fahre. Setzt euch auf eine CB500 mit anständigem Fahrwerk, mit breiten Lenker und ich glaube, nach 3 Kurven, spätestens 4, wisst ihr, was damit gemeint ist. Das ist einfach, ich bin noch auf keinem Motorrad gesessen, das sich so dermaßen spielerisch und vor allem auch fehlerverzeihend anfühlt. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, ja. Das Ding hier hat wahrscheinlich keine 50 PS mehr. Ich habe es ein bisschen kürzer übersetzt. Ich fahre Spitze vielleicht 160, fahre ich aber natürlich nie auf öffentlichen Straßen, nur auf der deutschen Autobahn. Mit einer CB500 kommst du selten, oder nein, sagen wir so, du verlässt so gut wie nie deinen Wohlfühlbereich. Du kommst nie in Geschwindigkeitsbereiche, wo du auf eine Kurve zurast mit 230 und dir denkst, fuck, das geht sich nicht aus. Das passiert dir mit der CB500 nicht. Ich würde es einfach als das komplette Wohlfühlmotorrad beschreiben. Es ist wirklich, es gibt immer wieder diese Redewendung, gerade in Österreich, wenn man von wendigen Motorrädern spricht, es Forze wie ein Fahrrad, sagt man. Das würde ich unterschreiben, aber nur für eine CB500, weil ich meine, das ist null Kraftaufwand, den ich hierfür brauche. Null. Das geht wie von selbst. Also es ist kein Wunder, dass Fahrschulen weltweit jahrelang auf die CB500 gesetzt haben. Ich persönlich, ich muss dazu sagen, es waren noch nicht so viele Motorräder, aber ich bin noch nie auf einem Motorrad gesessen, was sich mit Abstand so gutmütig angefühlt hat, so fehlerverzeihend, dass einem quasi dieses Gefühl von Sicherheit gibt. Das Einzige, was man auf einer CB500 braucht, wenn man schneller fahren möchte, sind Eier. Da möchte ich aber jetzt auch nicht sagen übertrieben viele, weil man gewöhnt sich relativ schnell daran, dass das Ding so instabil ist, dass das in den Kurven, wenn man ein bisschen schneller ist, rumeiert. Es ist eigentlich nicht möglich, damit eine komplett gerade Linie zu ziehen. Man muss ständig ein bisschen korrigieren. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, ich weiß nicht, ob es ein Motorrad gibt, mit dem es einfacher ist, schnell zu fahren. Ich sage jetzt mal als normal bis untalentierter Zweiradmensch. Erinnern wir uns jetzt daran, dass ich gesagt habe, dass ich gerne schneller fahre. Ich bin dann eben drauf gekommen, dass dieses Schnellfahren, so wie ich es mir vorstelle, so wie mir es Spaß macht, das kann ich nur mit diesem Motorrad. Ich konnte diese Fragen selber lange nicht beantworten, wenn mich Leute übers Internet fragen, wie ich so unbekümmert mit einer solchen Schräglage und Geschwindigkeit in eine Kurve hineinstechen kann. Es hat sich für mich nie schnell oder schräg angefühlt. Ich bin mit diesem Motorrad groß geworden. Wenn du auf diesem Motorrad groß geworden wärst, dann wäre es für dich genau das Gleiche. Das kann ich dir garantieren. So ein konkretes Beispiel, wenn ich mit meiner CB zu schnell in eine Kurve reinfahre. Also ich weiß ja vorher noch nicht, dass ich zu schnell bin, sondern wenn ich jetzt dann auf einmal sehe im weiteren Verlauf, scheiße, die macht zu. Ja? Na, was mache ich mit der CB? Naja, ich erhöhe einfach meine Schräglage und korrigiere meine Linie entsprechend und das war's. Versuch mal mit einer 1000er Supersport in eine Kurve reinzuziehen und dann deine Linie zu korrigieren. Natürlich ist es möglich mit dem entsprechenden Talent, mit der entsprechenden Technik, aber es ist um so vieles schwieriger als mit diesem Ding, was sowieso nie eine saubere Linie zieht, ja, was quasi permanent am Rumeiern ist. Ja, wenn du das gewöhnt bist.
Und das ist jetzt eben das, weil die Leute sagen mir, so eine Suzuki SV650 Spitzenmotorrad, die kostet, keine Ahnung, in Österreich für 2500 €, kannst du doch kaufen, hat mehr Power, macht mehr Spaß. Vollkommen richtig, hat mehr Power. Und es gab Zeiten, in denen ich mir so etwas auch relativ problemlos hätte leisten können. Aber bei dem Punkt macht Spaß. Ja, macht sehr viel Spaß, aber mir persönlich macht die CB 500 halt noch mehr Spaß. Das Kippelige, diese Hyperagilität, wie ich es gerne nenne, das kenne ich nur von der CB. Zwischendurch hätte ich immer wieder so um die 3000 € gehabt für ein anderes Motorrad. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen einer SV 650 oder einer Honda Hornet 600, dann werde ich mich immer für die CB entscheiden. Dieses kippelige Handling, aber eben genauso dieses Fehlerverzeihende, das ist für mich, Großbuchstaben, für mich ist das Entscheidende und das Wichtige. Und dann gibt es aber noch andere Gründe, die mitspielen. Der Kostenfaktor, nicht nur, dass das Ding relativ wenig verbraucht und auch die Ersatzteile sehr günstig sind. Ich zahle dafür natürlich auch weniger Steuern und Versicherung. Die Reifen sind verhältnismäßig sehr günstig. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, die spielen für mich eine Rolle. Eine große sogar. Und dann noch etwas. Für mich bedeutet Motorradfahren mittlerweile so viel wie, das interessiert mich nur, wenn ich weit fahren kann oder schnell. Aber so Hausstrecken heizen, das mache ich eigentlich nicht gerne, weil da geht es für mich dann nie um etwas anderes, außer so schnell wie möglich zu fahren. Da kann ich mich nicht zusammenreißen. Wenn ich auf einer Strecke bin, die ich in- und auswendig kenne, dann versuche ich diese Strecke so schnell wie möglich abzufahren und das geht auf Dauer nicht gut. Deswegen fahre ich sehr, sehr selten Hausstrecken und eigentlich, wenn ich fahre, dann schaue ich immer, dass ich weiter wegkomme. Also dieser Aspekt des Reises am und mit dem Motorrad, der reizt mich nach wie vor sehr. Aber das heißt jetzt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt kein Geld für Touren habe, dann gehe ich eigentlich nur noch Motorrad fahren, um etwas zu filmen oder zu fotografieren. Vor allem ja, da, wo ich jetzt auf meinem YouTube-Channel kaum noch mehr, also wo ich in letzter Zeit kaum Zeit für YouTube hatte, war ich froh, dass ich genug Zeit für Instagram hatte. Und jeder, der mir dort folgt, sieht wie viele Bilder ich dort hochlade. Und das mache ich jetzt dann halt, wenn ich Motorrad fahren gehe und nicht auf Tour gehen kann, was mich reizt, dann gehe ich meistens filmen oder fotografieren. Im Normalfall mit anderen Leuten, damit ich auch etwas zum Filmen und Fotografieren habe. Nicht nur mich selbst filmen muss, so gerne ich das tue, aber wird auf Dauer auch Fahrt. Dann mache ich das. Dann sage ich immer, ich nenne es immer Fotoausfahrten. Auch da macht es mir die CB wieder um einiges leichter. Ich sage immer, die CB ist ein gutes Kameramoped, ja? Weil wenn ich da jetzt filme am Moped, dann bin ich da immer wieder freihändig unterwegs und muss mit meinen Gimbals herumhantieren und da was wechseln und da was tauschen und da den Stab hinhalten und dorthin. Dann möchte ich eben auch ein Motorrad haben, was mir diese Rumturnerei, nenne ich es jetzt einfach mal, möglichst einfach macht. Und wieder, die CB macht es mir möglichst einfach. Und sie hat auch überhaupt keine Probleme damit, irgendwie in einem falschen Gang bewegt zu werden. Ja, dann stottert sie halt ein bisschen, aber du kriegst dieses Motorrad nicht kaputt. Also ich meine, ich werde sie schon kaputt kriegen, einfach weil ich sie über Jahre hinweg missbrauche. Aber unter normalen Umständen ist sie nicht kaputt zu bekommen. Und das heißt, wenn ich jetzt filmen gehe, dann möchte ich ein Motorrad haben, das einfach funktioniert und vor allem auf dem und mit dem ich funktioniere. Da tue ich mir mit so einer Maschine, die kippelig ist, die extrem wendig ist, die jeden Fehler verzeiht, die sich anfühlt wie ein Fahrrad, da bin ich mit sowas einfach am besten dran. Auch da sage ich euch, wenn ihr selber viel filmt, und da meine ich jetzt anständig, nicht einfach nur so GoPro an den Helm geklatscht und draufhalten, sondern anständig filmen, sprich mit ein bisschen Einsatz, also Selfie-Sticker, Motorrad, Gimbal in der Hand halten und sich da ein bisschen was überlegen, ein bisschen was antun. Wenn ihr selber Erfahrungen drin habt, könnte ich euch wieder empfehlen, setzt euch auf eine CB 500 und macht genau dasselbe, was ihr immer tut. Und ihr werdet feststellen, dass es unglaublich leicht geht, verglichen zu anderen Böcken. Diese Verwendung als Kameramoped, das ist für mich ein wichtiger Grund. Und das muss ich da quasi nochmal so dazu sagen. Ja? Wenn ich mir so eine SV 650 kaufe, dann hat die ein besseres Fahrwerk. Das ist das bessere Motorrad. Und damit kann man theoretisch schneller fahren als mit einer CB 500. Aber ich kann mit einer CB 500 schneller fahren. Mich stört das richtig, weil ich bin so ein Mensch, ich mag es gar nicht, wenn die Leute in mir etwas sehen, wenn die Leute mich für etwas halten, zu etwas machen, was ich nicht bin. Und deswegen passt es mir gar nicht, wenn die Leute sagen, dass ich ein guter Motorradfahrer bin. Ich bin kein guter Motorradfahrer, ich bin ein guter CB 500 PC26 Fahrer. Ich sage immer, Motorradfahren und CB 500 fahren, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Solange ihr das selbst nicht ausprobiert habt, werdet ihr mir das wahrscheinlich nicht glauben. Aber es ist so.
Für mich. Und dann gibt es dann noch einen Effekt, den ich sehr schätze. Ich war und bin immer ein Freund von Understatement gewesen. Das war für mich schon zu Moped-Zeiten, also wo ich meine Vespa gefahren bin, war das Allergrößte. Also die Vespa, das war ein 86er Baujahr, die hat ausgesehen, die hat ausgeschaut wie hingeschissen. Ja? Und ich übertreibe nicht. Die hatte 30 verschiedene Farben. 2 Blautöne und 28 Rosttöne. Aber sie hatte 102 Kubik unter der Haube und das wusste man von außen nicht. Gerade unter Mopedfahrern gibt es nichts Wichtigeres, als diese Ampelharzhaut zu gewinnen, also diese Rennen von Ampel zu Ampel. Wie schön das für mich war, wenn da links und rechts irgendein x-beliebiger Arschprolet mit seinem Plastikroller daherkommt und mich anschaut und quasi schon auslacht, weil der meine alte, verrostete Vespa sieht. Und dann lasse ich den innerhalb von 3 Sekunden an der Ampel aber sowas von stehen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Darmwinde, sondern diese scheiß Rollerproleten. Und das mit einem Moped, für das ich ausgelacht wurde 3 Sekunden davor. Wisst ihr, wie gut sich das anfühlt? Für manche Leute mag das keine so eine Genugtuung sein, aber für mich ist das eine wunderbare Genugtuung und das genieße ich sehr. Und auf der CB500 ist der Effekt ähnlich, vor allem wenn ich einen Topcase hinten habe. Wie das ausschauen muss, wenn ich im Winkelwerk unterwegs bin und ich habe einen Topcase hinten oben, diese uralt Oldschool Doppelfederbeine hinten, das Moped mit einem schmalen Hinterreifen, das hat eine Silhouette von einem Fahrrad. Es fährt sich nicht nur wie ein Fahrrad, es hat auch die Silhouette von einem Fahrrad. Und jetzt wirst du im Winkelwerk von so etwas überholt. Und du kannst auch nicht nachfahren. Du schaffst es nicht. Wie oft ich Leute im Rückspiegel beobachte, die sofort in den Kampfmodus gehen, wenn ich an ihnen vorbeiziehe, aber nach 3 Kurven sind sie weg, weil sie überhaupt die kennen oft ihr Motorrad gar nicht. Die wechseln das öfter als ihre Unterwäsche, so einmal pro Saison, immer ein neuer Leasingvertrag, neues Motorrad. Die kennen ihre Maschine nicht. Es ist kein Wunder, dass die nicht fahren können. Wie gesagt, sobald du einen Menschen triffst, der nur ansatzweise seine Maschine beherrscht, der fährt mir um die Ohren. Einfach aufgrund der Materialüberlegenheit. Das ist ganz klar. Aber es ist einfach erstaunlich, wie wenig Leute ihr Motorrad ansatzweise unter Kontrolle haben und beherrschen. Und wie gesagt, nachdem ich so ein Riesenfan von Understatement bin quasi, von diesen Wolf im Schafspelz, so. Ich bin ein großer Fan von dieser Philosophie. Ich nenne es jetzt einfach Philosophie. Ja, wiederum logisch, warum ich so ein Motorrad fahre. Aber zusammenfassend gesagt, der Hauptgrund ist immer noch das Geld. Noch einmal, ich sage es, wenn mir jetzt einer 10.000 Euro bar auf die Hand drückt, dann kaufe ich mir sofort eine Triumph Street Triple R. X wahrscheinlich. Sofort. Mit der habe ich dann auch mehr Spaß als mit der CB. Aber solange ich mir nur so irgendwelche weniger wendigeren Zweizylinder oder weniger wendigere Vierzylinder, und jetzt kommt mir nicht mit den Supermotos, weil die sind für mich nicht langstreckentauglich. Die CB schon. Aber ich mit meinem dünnen, knochigen Arsch, ich kann mit einer Supermoto keine Langstrecken fahren. Da bin ich nach 200 Kilometern tot. Ganz einfach. Also für jemanden wie mich, der solche Ansprüche, so spezielle und eigene Ansprüche an ein Motorrad stellt, für den gibt es meiner Meinung nach keine bessere Alternative. Aber bitte, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn ihr ein Motorrad kennt, das um die 1.500 Euro kostet, gebraucht, in Österreich wohlgemerkt, die sind sehr teuer bei uns, Fahrzeuge, 1.500 Euro, unter 200 Kilo, vollgetankt, langstreckentauglich, trotzdem spaßig genug fürs Winkelwerk. Wenn euch bessere Alternativen bekannt sind, bitte teilt mir das mit. Ich habe sie noch nicht gefunden, vielleicht gibt es sie, ich weiß es nicht. Und ja, ist mir schon klar, das sind jetzt Dinge, auf die sollte man nicht unbedingt stolz sein. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt eine intelligente Auszeichnung, wenn ich sage, ich kann mit meiner CB500 irgendwelche untalentierten Dickschifffahrer im Winkelwerk abziehen. Darauf muss man nicht unbedingt stolz sein, aber unter uns, es fühlt sich sensationell an. Wenn du im Rückspiegel sehen kannst, wie sich der 45 Jahre alte Midlife-Crisis-Besitzer, der sich vor 2 Jahren die brandneue BMW S1000R gekauft hat, weil wer hat, der hat und er fährt zwar geschätzte 30 PS davon aus, aber am Papier hat er seine, ich weiß es nicht, 160 oder sonst irgendwas. Und wenn du dann bei solchen Leuten im Rückspiegel beobachten kannst, wie sie verzweifeln, noch einmal, darauf sollte man nicht unbedingt stolz sein, aber ich bin hier jetzt einfach mal so ehrlich und gebe zu, es ist
wunderbar, das ist herrlich. Ja. Also dieses Gefühl, ja, mit so einem billigen Gefährt und das spielt jetzt aber auch halt vor allem so eine große Rolle, weil bei uns in Österreich ist ein Fahrzeug, das man besitzt, das ist für die meisten Menschen ein Statussymbol. Die Motorradfahrer sind sowieso oft komplett ego-gesteuerte Menschen. Da ist das Motorrad ein noch viel wichtigeres Statussymbol. Deswegen sieht man überall Supersportler, obwohl geschätzte 10% der Supersportbesitzer auch mit diesen Supersportgeräten tatsächlich umgehen können. Aber deswegen sieht man sie. Ne? Sie schauen toll aus. Ja, sie schauen sensationell aus. Das sind für mich die coolsten Motorräder, die es gibt. Aber auf der Straße könnte ich so etwas nicht umsetzen oder nicht damit umgehen. Das ist für mich auf der Rennstrecke daheim und dort macht es Sinn. Aber egal, es ist ganz ein anderes Thema. Wie gesagt, weil Fahrzeuge hier so einen hohen Statuswert besitzen, ist das halt für mich ein wunderschöner Gedanke, dass ich mit einem Ding, was vielleicht 600 oder 700 Euro wert ist, ich kann mich damit besser, effizienter, wahrscheinlich auch schöner bewegen als diese ganzen frustrierten Vollidioten, die meiner Meinung nach überhaupt nicht kapiert haben, worauf es beim Motorradfahren ankommt. Das waren jetzt so mal 3 Hauptgründe und ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer ist, warum ich CB500 fahre und das noch für die nächsten 2 bis 3 Jahre tun werde. Also weil ich bin jetzt, sofern mein Plan hält, bin ich jetzt einmal noch mindestens 2 Jahre studieren. Solange ich Student bin, kann ich mir definitiv keine Street Triple leisten. Und jetzt fängt es mir auch nicht an mit den gebrauchten 2004er Modellen, sondern ich interessiere mich ausschließlich für die Street Triple RX. Nicht, weil die in irgendeiner Art und Weise so toll ist, sondern es ist einfach mein Favorit. Und wenn ich eine Street Triple besitzen kann, dann muss es diese sein. Ist so, Punkt. Ich war noch nie gut darin, Kompromisse zu machen. Bei mir ist immer alles ähnlich wie meine Gashand, digital, da gibt es nur 0 oder 1. Schaut jetzt lustig, bei der CB passiert nichts, wenn man das macht. Also ich war immer schlecht, so Kompromisse mit mir selbst einzugehen und deswegen sage ich auch, wenn ich dann mein Motorrad upgrade, dann muss es ein richtiges Upgrade sein, ein sinnvolles Upgrade, was mir dann wieder auf längere Zeit Spaß bereitet. Jetzt kommt dann auch noch oft von vielen Menschen das Argument mit den Tausendern, mit den Literbikes, mit den 1000 Kubikzentimeter, wurscht, mit den großen Motorrädern, die sagen, weil das sagen mir die Leute, und wenn sie mir sagen, ja, wenn ich Leuten sage, mein Traummotorrad, das wäre eine Street Triple RX, und die sagen dann oft gern, kauft er gleich ein Speed Triple. Nein, ich bin auch Speed Triple in den Bergen, lange gefahren. Das ist ein wunderschönes Motorrad, das lässt sich super schnell bewegen, fährt, das zieht Kurven durch wie auf Schienen, ja, das ist unglaublich, aber mir persönlich zu viel Leistung und zu schwer für die öffentliche Straße. Weil wenn ich auf der öffentlichen Straße unterwegs bin, dann soll das bitte auf einem Motorrad sein, was mir auch noch ein bisschen Spaß erlaubt. Im Sinne von, ich möchte ein bisschen am Hahn drehen, ich möchte die Gänge durchschalten können, ohne dass am Tacho gleich 280 Kilo stehen. Offensichtlich bin ich noch nicht alt genug, um dieses Gefühl in mir zu haben, dass es mir wichtig wäre, eine Kurve im 2. oder im 6. Gang fahren zu können, ohne einen großen Unterschied zu spüren. In dem Alter bin ich nicht, so fahre ich nicht Motorrad. Wenn ich Motorrad fahre, dann möchte ich aktiv sein, dann möchte ich auf der Maschine was tun, dann möchte ich schalten, dann möchte ich viel bremsen. Ich gleite auch gerne dahin, ja, aber das kann ich mit jedem Motorrad, außer vielleicht mit einer alten KTM Einzylinder, das ist kein Dahingleiten, das ist ein Dahinrütteln. Aber auch das ist jetzt einmal egal. Wie gesagt, wenn ich langsam fahren möchte, dann kann ich mit der CB500 auch langsam fahren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer 1000er Supersport schnell fahren möchte, dann kann ich das nicht. Erstens kann ich es nicht, weil ich es nicht kann, also weil mir dazu die Fähigkeit fehlt, das ist eigenes Unvermögen, aber es ist eben auch so, wie gesagt, ich sitze auf dem Motorrad oben, ich drehe gern die Gänge aus, ich schalte gern, also wenn ich mit einer 1000er Supersport die Gänge ausdrehe, dann brauche ich nur die ersten 2 auf der öffentlichen Straße. Ich meine, ja, es gibt da solche Superhelden, die werden ein paar Gänge mehr brauchen, aber ich fahre auf öffentlicher Straße, brauche ich nicht schneller als 150, 160 fahren, was ich sowieso nie tue, aber in der Theorie bräuchte ich nicht schneller als 150 und 160 fahren, das ist mehr als schnell genug und alles, was drüber ist, da komme ich in einen Bereich hinein, den ich nicht mehr als kalkulierbares Risiko bezeichnen kann. Ich lebe nach dem Grundsatz des kalkulierbaren Risikos. Wenn ich auf dem Motorrad sitze und so fahre, wie ich es in meinen Onboard-Videos mache, dann fühle ich mich da 100%ig wohl bei dem ich tue. Da fühle ich mich 100%ig sicher. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich es bleiben lassen. Und wenn ich jetzt auf einer Maschine sitze, die mich in Sekundenbruchteilen auf über 200 befördert, dann fahre ich diese 200 auch. Ja, es geht. Ich kann mich nicht zusammenreißen. Es macht so viel Spaß. Aber ich fühle mich in diesem Geschwindigkeitsbereich nicht mehr wohl. Das fühlt sich für mich nicht mehr vernünftig an. Überhaupt nicht.
Und deswegen ist es für mich uninteressant. So, jetzt ist mal der Akku ausgegangen. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, aber ich mache jetzt einmal auf gut Glück ungefähr hier weiter. Eben für mich macht eine 1000er Supersport auf der Straße keinen Sinn. Das heißt jetzt nicht, dass ich es kritisiere, dass jemand eine 1000er Supersport auf der Straße fährt. Das würde ich niemals tun. Von mir aus sollen die Leute das Motorrad fahren, worauf sie Lust haben. Und ob das jetzt eine Harley oder eine BMW oder eine Ducati oder von mir aus ein 50 Kubik Roller ist mir scheißegal. Hauptsache, sie fahren das, was sie wollen und worauf sie Lust haben. Ich kann nur von mir selbst reden, von mir persönlich. Und für mich wäre eine solche Maschine nichts auf der öffentlichen Straße. Ich hätte so etwas gern auf der Rennstrecke. Ich kann es ja auch verstehen, wenn man solche Motorräder fährt. Natürlich ist es lauernd, wenn man 200 PS unterm Arsch hat. Und wenn man da mal am Hahn dreht und da geht die Welt unter im positiven Sinne. Das ist einfach nur saugeil. Aber ich kenne mich und ich weiß, eine 1000er Supersport oder von mir aus ein Super Naked Bike, was auch immer, das überlebe ich maximal 3 Kurven lang. Und in der 4. fahre ich geradeaus weiter und wickel mich um 3 Bäume gleichzeitig. Das ist so. Ich bin nicht vernünftig genug für so ein Motorrad. Deshalb jedes Mal, wenn ich Supersportfahrer treffe, die große Supersportler fahren, die damit aber auch umgehen können, denen spreche ich meine größte Bewunderung aus. Ich sage immer, ich persönlich, ich hätte niemals die Vernunft, mit so einer leistungsstarken Maschine einigermaßen normal im Straßenverkehr zu fahren. Also ich würde damit zum komplett asozialen Hooligan werden. Und wie gesagt, ich würde mir nach spätestens 4 Kurven wäre ich tot. Also da spielt auch der Selbstschutz eine gewisse Rolle. Also noch einmal, das ist mir ein Anliegen, dass das klar ist. Mir persönlich ist es wichtig, dass Leute Motorräder fahren, auf denen sie sich wohlfühlen und nicht das, was ihnen gesagt wird. Ihr als Zuseher, ihr könnt euch kaufen, ihr könnt fahren, was ihr wollt. Ich kann ja nicht für andere Menschen reden, ich kann immer nur für mich selbst sprechen. Und für mich selbst machen solche Maschinen auf der Straße keinen Sinn. Noch nicht. Kann sich alles ändern, wird sich wahrscheinlich ändern. Aber so wie es jetzt ist, so wie es derzeit ist, machen sie keinen Sinn. Zusammengefasst, wenn ihr euch daran erinnert, was ich euch die letzten Minuten erzählt habe, deswegen macht für mich die CB500 derzeit am meisten Sinn. Noch einmal, wenn ich mehr Geld hätte, im Sinne von 10.000 Euro und aufwärts, dann hätte ich mir auch schon längst ein anderes Motorrad gekauft. Aber dieses Geld, das habe ich nicht. Ich könnte mir nur Kompromissmaschinen leisten und das möchte ich aber nicht. Ja, es hätte Zeitpunkte gegeben, an denen ich mir andere Motorräder leisten hätte können, aber nicht diese, die ich möchte und schon gar nicht diese, die für mich in meiner Situation und mit meinen speziellen Wünschen und Anforderungen, die ich an eine Maschine stelle, da hätte es keine Option für mich gegeben und meiner Meinung nach gibt es sie nach wie vor nicht. Maschinen, die ich als interessant einstufe, die fangen bei gut 10.000 Euro an in Österreich. Bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Also Minimum 3 Jahre vermutlich. Aber ich hoffe jetzt, dass ich mit diesem Video ein für alle Mal klar gemacht habe, warum es für mich persönlich am meisten Sinn macht, eine CB500 BC26 zu fahren und nicht irgendetwas anderes.